Da stehen die zwei und wollen weiter. Und wir auch. Wieder diese Solarstraßenlampen. Ja, aber reichlich davon, finde ich gut. Die Hauswände im Palast haben alle solche Reliefs und das wird von unten nach oben gelesen, jede Säule. Das untere ist immer gleich, das ist nämlich immer derselbe König, das ist sein Symbol. Wir sind im ältesten Königspalast von Abomey. Wir haben Glück und der König kommt gerade. Wir sind eigentlich alle müde, aber wir haben heute Morgen gehört, dass es eine Voodoo-Zeremonie hier gibt und haben spontan entschieden, dass wir da noch hinfahren. Danke, das war sehr sanft. Bemühe mich. Zwillinge sind hier heilig und auch die verstorbenen Zwillinge bzw. die Geister der Verstorbenen, die müssen weiter mit Essen und Wasser versorgt werden und mit Klamotten, die werden auch immer umgezogen. Wir sind ja beim aktuellen König in Benin. Im Palast und warten darauf, dass die Zeremonie losgeht, bei der 4 Kühe oder so? 5 Kühe ihr Leben verlieren. Und zwar wird damit dem aktuellen König und allen vorherigen Königen die Ehre erwiesen. Der König sitzt da schon und da liegen die Kühe, die geopfert werden.
Und jetzt zieht das Gefolge vom König ein. Jetzt werden gerade die Kühe geopfert. Es gab gerade Freigetränke vom König. Prost auf den König. Es ist 1:30. Wir sind jetzt am Höhepunkt der Zeremonie angekommen. Die Frauen, die die verstorbenen Könige verkörpern, ziehen in den Palast ein. Alles gut, Silke, mit deiner Hose und den ganzen Protektoren? Nein. Was ist denn dein Begehr? Das Futter ist verdreht und der Klett kratzt am Knie. Das Motorrad ist sturzfrei, gell? Merkt ihr das? Das ist das Tor ohne Wiederkehr, weil hier die Sklaven verschifft wurden. Wir sind im Phyton-Tempel. Und an diesem Haufen liegen 155 Schlangen. Und wie ist es, Silke, mit so einer Schlange? Schwerer als ich dachte. So eine